Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen auch heute hier auf meinem Kanal. Heute soll es wieder einmal ums Pilgern gehen. Ich hatte vor einiger Zeit ja bereits einen Film gemacht über Organisation und Vorbereitung, weil es ja Fragen gab, wie macht man das mit der Übernachtung und so weiter. Danke erstmal für die positive Resonanz, die auch auf diesen Film gekommen ist. Ich freue mich natürlich immer. Ja, und es kamen jetzt Fragen, alles schön und gut, aber was packt man eigentlich in den Rucksack hinein? Ich habe lange überlegt, ob und wie ich einen Film zu diesem Thema mache, denn die Frage ist so definitiv nicht zu beantworten. Ich habe mich schließlich entschieden und möchte euch einfach mal ein paar Grundregeln mitgeben und dann meine ganz persönlichen Erfahrungen. Grundregel Nummer 1, deshalb habe ich hier diesen Zettel in der Hand, wäre, macht euch rechtzeitig einen Zettel, schreibt auf, was ihr alles mitnehmen wollt. Ich habe schon Leute erlebt, die haben ein halbes Jahr vorher in den Rucksack gepackt, den haben sie dann jede Woche wieder ausgepackt, neu eingepackt, macht nur unnütz Stress. Schreibt einfach auf, was ihr braucht und packt dann in Ruhe. Die nächste, für mich Grundregel, spart bitte nicht am Rucksack. Kauft euch einen ordentlichen Rucksack. Ich will auch hier nicht für eine einzelne Marke werben, sondern lasst euch beraten, schaut euch um, was es gibt. Es gibt wirklich tolle, gute Modelle inzwischen. Und dort solltet ihr wirklich nicht am Geld sparen, denn bedenkt, ihr tragt diesen Rucksack über viele 100 Kilometer. Und ihr werdet das mit jedem Tag wirklich spüren, das Gewicht, was ihr dann mit euch herumschleppt. Nächste für mich Grundregel, auch am Schuhwerk solltet ihr nicht sparen. Kauft euch wirklich ein paar ordentliche Schuhe. Eure Füße werden es euch danken. Wir haben natürlich auf unserer Pilgerreise die verschiedensten Leute kennengelernt, auch Pilger, die wirklich mit Badelatschen gelaufen sind und das im Gebirge. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, wie das geht, aber das muss jeder selber entscheiden. Ja, und dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt der ganzen Sache. Ich habe euch hier mal ein paar Sachen ausgebreitet, die ich persönlich bevorzuge. Das erste wäre ordentliche Regenbekleidung. Also man wünscht sich ja, wenn man wandern geht, dass man mit schönem Wetter läuft, aber immer funktioniert das doch nicht. Und dann habe ich mir zum Beispiel hier so einen Regenponcho gekauft. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Der Vorteil an diesem Teil ist, man bekommt den Rucksack mit runter. Der ist so groß, man braucht keine extra Plane für den Rucksack. So, und für mich interessant, wenn ihr in den Wolkenbruch kommt und müsst dann anfangen zu suchen, ja, wo habe ich das Zeug hingepackt? Das ist nicht wirklich lustig, kann ich euch sagen. Deshalb habe ich bin zwar kein Freund von Folietüten, aber für diesen Fall kann man sie mal benutzen, die Regenjacke in eine separate Folietüte. Dann gibt es noch das passende Gegenstück zur Jacke, nämlich Regenhosen. Wenn es mal ganz schlimm wird, kann man die auch noch anziehen. Dann ist man von unten geschützt. So ein Wetter wünscht man zwar niemand, aber wie schon gesagt, man kann es nicht wissen. Regenhose in die zweite Tüte. Ja, und dann würde ich euch empfehlen, diese wirklich guten Rucksäcke haben zweimal die Möglichkeit zu packen. Einmal hier oben, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und dann haben diese Rucksäcke auch hier unten nochmal die Möglichkeit. Hier ist dann auch noch ein Reißverschluss, dass man durchkommt, aber das ist jetzt erstmal uninteressant. Und ich würde euch empfehlen, packt die Regensachen wirklich separat hier unten rein. Aus dem einfachen Grund, was ich schon erwähnt habe, wenn ihr wirklich in den Wolkenbruch kommt und müsst dann suchen, wo eure Regensachen sind, es ist nicht lustig. Ich habe es leider im letzten Jahr durch einen Fehler die Tüten verwechselt und hatte die Regenjacke oben drinne statt unten. Ich habe es bitterlich bereut, kann ich euch sagen. Ja, jetzt kommen wir zur nächsten Regel. Ich sagte, überlegt euch, was ihr hier reinpackt. Ihr müsst das Zeug wirklich über eine lange Entfernung tragen. Deshalb habe ich hier mich zum Teil auch nach Gewicht entschieden. Zum Beispiel Badelatschen. Ich habe wirklich die leichtesten Badelatschen genommen, die es gibt. Die erfüllen ihren Zweck fertig. Dann haben wir hier für jeden Tag ein Päckchen Klamotten zum Wechseln. Das müsst ihr wirklich individuell entscheiden, was ihr braucht. Aber da sind wir wieder bei dem Problem Folietüten. Ich bevorzuge wirklich keine Folietüten, aber für den Fall sind sie gut.
packt sie einfach in eine Folietüte rein, jeden Tag für sich und dann kommt das hier oben rein. Der Vorteil ist, man muss nicht jeden Tag den ganzen Rucksack auspacken und suchen, wo ist denn jetzt das, wo ist dies, wo ist jenes. Man hat jeden Tag was Neues in einer separaten Tüte. Ja, was braucht man noch? Ich persönlich bevorzuge eine kurze Hose. Die habe ich meistens an. Wir hatten ja mit dem Wetter bisher wirklich immer großes Glück. Und für den Katastrophenfall noch eine lange Hose. Die kommt dann oben in den Rucksack rein. Und alles wieder in Folietüten. Der Vorteil an der Folietüte ist nicht nur, wie schon erwähnt, man muss nicht ständig suchen, wo was ist. Wenn man wirklich mal einen richtig ganz schlimmen Wolkenbruch erwischt, dann ist das noch einen doppelten Schutz für die Sachen. Dann eine Jacke für den Fall, dass es mal kalt wird. Ich habe mich für diese hier entschieden, aber das kann auch gerne jeder für sich machen, denn es gibt auch Spezialklamotten zum Wandern. Ich finde, die genügen. Was ihr nicht vergessen solltet, einen Hut. Ich gestehe, ich hatte noch nie Probleme mit der Sonne und habe mir 2016 in der Schweiz einen gigantischen Sonnenstich geholt. Es war nicht lustig, seitdem nie wieder ohne Hut. Thema Sonne. Sonne macht heiß, macht durstig. Es gibt diese Trinkbehälter, Trinkblasen, die kann man hier oben befüllen. Dann gibt es so einen Verschluss, den macht man einfach hier drauf. Und dann ist das fein verschlossen. Und dann kann man das hier hinten in den Rucksack reinpacken. Da gibt es nämlich ein extra Fach für diese Blasen. Der Schlauch wird dann hier hinten durchgefädelt. Da steht bei den meisten Rucksäcken H2O dran und kommt dann hier über die Riemen raus. Der Vorteil ist, wenn man den Rucksack auf dem Rücken hat, man kann ständig trinken, weil es ist einfach unheimlich nervig, wenn man ständig den Rucksack runter machen muss und eine Trinkflasche rausholen oder gar die Trinkflasche in der Hand tragen. Also Leute, investiert das und kauft so eine Trinkblase. Dann das nächste Teil, was hier liegt, das ist sicher geschmacksbedürftig. Ich zeige euch auch nicht, was hier drin ist. Das kann jeder nach eigenen Gutdünken machen. Natürlich eine Waschtasche. Beim Thema Waschtasche, ich sagte gerade, so wenig Gepäck wie möglich. Ihr lauft nicht durch Sibirien, sondern durch Italien. In Italien ist Zivilisation und man kann zur Not etwas nachkaufen. Aber was aus meiner Sicht absoluter Luxus ist, ein Handtuch. Wir haben bis jetzt in allen Pensionen Handtücher bekommen und wo von Haus aus keine dazu waren, haben wir gefragt, dann wurden die uns gestellt. Also das ist kein Problem. Das nächste, da gehen die Meinungen weit auseinander. Braucht man einen Schlafsack? Also wir haben in Pensionen, Hotels oder was auch immer übernachtet. Wir hatten nie Probleme. Einmal war keine Bettwäsche da, da haben wir nachgefragt und es wurde uns auch gestellt. Es gibt inzwischen ultraleichte Schlafsäcke. Okay, man kann sich einen kaufen, mitnehmen. Man kann aber auch, wer sich diese Ausgabe sparen möchte, ganz einfach einen Bettbezug nehmen. Der kann auch als Schlafsack dienen. Nimmt einen, der leicht ist. Wir hatten bisher, außer vom großen St. Fernhard abgesehen, immer dermaßen hochsommerliche Temperaturen. Dann macht so ein Bettbezug allemal als Schlafsackersatz. Ja, was ist noch wichtig? Natürlich der Wanderführer und den Pilgerpass. Den solltet ihr nicht vergessen. Ebenfalls sehr empfehlenswert für den Katastrophenfall eine Auslandskrankenversicherung. Krankenfall. Man hofft es nicht, man wünscht es niemand. Denkt bitte an Blasenpflaster. Es gibt ganz spezielles Blasenpflaster für die Füße. Ich habe es noch nicht ausprobieren müssen, zum Glück. Aber ich habe mir von Leuten sagen lassen, dass das wirklich genial ist und gut funktioniert. Also unbedingt mitnehmen. Dann habe zumindest ich noch reguläres Pflaster und für einen Katastrophenfall eine Binde, falls man sich mal den Fuß umknickt oder so. Was sollte man noch mitnehmen? Wer Medikamente braucht, logisch, da muss die einpacken. Aber alles andere, man kann sich zum Beispiel, wer das nicht weiß, mit Spitzwegerisch behelfen. Spitzwegerisch ist eine unheimlich tolle Pflanze. Würde ich euch mal raten, lest mal nach. Damit kann man ganz viel machen, wenn man mal den Fuß verstaucht hat. Es hilft erst einmal. Nicht ganz schlecht sind diese Lippenpflegestifte, also sind keine Lippenstifte zum Schönaussehen. Ich brauche sowas natürlich nicht. Aber wenn man trockene Lippen hat, sind die sehr empfehlenswert.
unbedingt einpacken. Beziehungsweise, was ich persönlich bevorzuge, Traubenzucker. Wenn ihr doch mal unterwegs einen Heißhunger oder sowas kriegt, macht sich Traubenzucker sehr gut. Manche nehmen noch Müsli-Riegel mit. Okay, gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Was er auch nicht vergessen soll, wer Fotoapparat mitschleppt, denkt bitte an Ladekabel bzw. Ladekabel fürs Handy. Es ist mehr als ärgerlich, wenn man dann irgendwo mitten in der Landschaft steht, will schöne Fotos machen als Erinnerung und dann ist der Strom alle. Ist, glaube ich, nicht lustig. Zur Frage, ich sagte ja 3-mal Wechselsachen. Man kann abends seine Sachen in der Dusche waschen. Das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist, es trocknet mitunter schlecht. Deshalb habe ich mir hier ein Stück Leine eingepackt, ein paar Klammern dazu. Dann kann man früh die feuchte Wäsche hinten am Rucksack. Man macht einfach, Schlaufen sind genug da, die Leine zwischen den Schlaufen und dann kann man mit den Klammern seine Wäsche aufhängen. Die trocknet am Tag über wunderbar, kein Problem. Das ist nichts Schlimmes. Ja, und schließlich und letztendlich habe ich mir dann noch so eine kleine Bauchtasche hier gekauft. Da kann man zum Beispiel Handy oder die Brieftasche reintun. Es gibt allerdings auch Rucksäcke, dann kann man dieses Oberteil hier abnehmen. Dann kann man auch diese Dinge hier oben reintun und kann sich das als Bauchtasche dann umbinden, wenn man sagt, okay, ich lasse jetzt mal den Rucksack stehen und gehe einfach mal mit kleinem Gepäck ein bisschen bummeln. Ja, das wäre meine Empfehlung. Und bei alledem, vergesst bitte nicht eins, ihr kauft unterwegs vermutlich auch wie wir Lebensmittel, Obst, das Wasser. Es ist mit dieser Minimalausrüstung ganz schnell ca. 13-14 Kilo erreicht. Ich sag's nochmal, ihr schleppt das 14 Tage und mehr auf den Rücken mit, ihr werdet jeden Tag das Gewicht mehr spüren. Ja, das waren meine Ratschläge, ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig helfen. Ihr könnt euch, weil das waren wie schon gesagt meine Erfahrungen, ich habe nicht den Stein der Weisen gefunden, ihr könnt euch aber noch weiter informieren, es gibt auch noch andere Kanäle, die zu diesem Thema Filme gemacht haben, zum Beispiel den Wolkenfänger, ich stelle euch unten in die Beschreibung mal einen Link rein, er hat sich mit der Thematik schon einmal beschäftigt. Dann gibt es jemand, Bettina Böhme heißt sie, sie war auf dem Jakobsweg unterwegs und hat auch recht interessante Erfahrungen mit dem Thema Gepäck gemacht. Da solltet ihr unbedingt mal reinschauen, wie und was sie erlebt hat. Beziehungsweise auch ein Kanal, der nennt sich Bushcraft Buddy. Auch er hat sich mal mit dem Thema, was gehört in einen Rucksack, beschäftigt. Er hat ein kleines bisschen mehr mitgenommen wie ich. Schaut es euch einfach mal an. Ja, und wenn euch der Film gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Kommentar bzw. eine Bewertung. Und natürlich fände ich es schön, wenn ihr einfach mal eure Erfahrungen reinschreibt. Was habt ihr denn mitgenommen? Was glaubt ihr, was man braucht? Ich habe nicht den Stein der Weisen gefunden, sondern ich möchte das so verstanden wissen. Dieses Video soll eine kleine Diskussionsgrundlage sein und Erfahrungsaustausch. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis bald. Ciao!